diesem Video nähen wir diese Mini-Reißverschlusstasche. Das ist ein ganz tolles Projekt, um all deine Stoffreste zu verbrauchen. Das ist aber auch ein ganz tolles kleines Mitbringsel, also ein Geschenk für Freunde und Familie. Wenn du mal was Spontanes brauchst, dann ist das super schnell genäht. Aber vor allem ist es auch ein richtig gutes Projekt für NähanfängerInnen. Also wenn du noch nicht so viel Erfahrung im Nähen hast, dann ist das ein perfektes Projekt, um einzusteigen. Und für diese Mini-Tasche brauchst du folgende Materialien. Du brauchst natürlich einen Stoff, der dir gefällt, am besten Baumwoll- oder Leinenstoffrest, also es sollte Webware sein. Dann einen Reißverschluss in einer passenden Farbe, entweder ein Plastik, also Nylon-Reißverschluss. Da ist der große Vorteil, dass du den kürzen kannst auf die Maße des Schnittmusters. Oder hier so ein Metallreißverschluss, den kannst du nicht kürzen, der sollte also genau auf die Maße des Schnittmusters passen. Dann brauchst du ein passendes Garn zu deinem Stoff und dann brauchst du neue Universal-Nähnadeln. Schneide den Stoff jetzt mit Hilfe des Schnittmusters zu und dann starten wir mit dem Vorderteil B, also das längere Vorderteil, und da lege ich jetzt den Reißverschluss rechts auf das Vorderteil. Leg den Reißverschluss so an, dass du hier 1 cm Nahtzugabe hast. Den Reißverschluss stecke ich mir mit ein paar Stoffklammern fest und jetzt befestige ich den Reißverschluss mit einem Geradstich rechts am Vorderteil. Wenn du einen langen Reißverschluss hast, dann kannst du den ja einfach nach hinten aufziehen und dann einmal durchnähen. Wenn dein Reißverschluss genau auf dein Schnittteil passt, dann müsstest du zwischendurch einmal stoppen, die Nadel im Stoff stecken lassen, das Nähfüßchen heben und den Reißverschluss schließen oder öffnen. Die offene Seite versäubere ich jetzt noch mit einem Zickzackstich. Ich nehme hier einen relativ kleinen Zickzackstich, damit das auch am Ende schön ordentlich aussieht. Und wenn du das gemacht hast, dann bügel die Naht einmal um. Sei da ein bisschen vorsichtig, wenn du einen Nylon-Reißverschluss nutzt, denn der kann ja schmelzen, das ist Plastik. Und nähe das Vorderteil knappkantig an der Nahtzugabe fest. Knappkantig bedeutet also, dass du hier ganz nah zur Kante nähst. Das soll einfach nur schön ordentlich aussehen und die Nahtzugabe, wie gesagt, im Vorderteil befestigen, damit die sich nicht nach außen wölben kann. All diese Schritte wiederhole ich jetzt an dem Vorderteil A, also das ist das kleine Vorderteil. Das lege ich auch wieder rechts auf den Reißverschluss. Achte darauf, dass ich 1 cm Nahtzugabe am vorderen Ende habe und nähe das Ganze mit einem Geradstich fest. Die offenen Kanten habe ich wieder mit einem Zickzackstich versäubert und die Nahtzugabe knappkantig festgesteppt. Als nächstes nehme ich mir hier das kleine Schnittteil D und ich falte die offenen Seiten einen halben Zentimeter nach innen und lege das dann nochmal aufeinander. Und das steppe ich jetzt noch knappkantig ab und damit habe ich dann die Lasche, an der ich dann gleich einen Schlüsselring oder auch einen Anhänger befestigen kann. Ich lege mir die Lasche jetzt schon mal auf das Vorderteil rechts und befestige die Lasche schon mal mit einer Hilfsnaht. Das bedeutet, dass du die Lasche nur mit 0,5 cm schon mal am Vorderteil befestigst, einfach damit sie gleich im nächsten Schritt nicht verrutschen kann. Und jetzt lege ich das Rückteil rechts auf das Vorderteil. Wir können jetzt alle Seiten ringsherum schließen. Das mache ich mit einem Geradstich meiner Nähmaschine und 1 cm Nahtzugabe. Achte bei dem Reißverschluss darauf, dass der erstens offen ist, wenn du nähst, damit wir das auch gleich wenden können. Und zweitens solltest du nicht über diese Metallenden nähen. Du kannst über den Reißverschluss nähen, wenn das hier so ein Plastikreißverschluss ist, aber eben nicht über die Metallenden. Das siehst du jetzt ja auch in dem Video. Ich nähe also über den Plastikreißverschluss drüber. Und hier siehst du jetzt, was passiert, wenn du aus Versehen über diese Metallenden nähst, denn dann bricht deine Nähnadel ab. Das ist mir nämlich hier passiert, da habe ich mich wirklich um 1 mm vertan. Wechsle dann einfach deine Nähnadel und fang nochmal am oberen Ende an. Wenn du das ringsherum geschlossen hast, dann kannst du übrigens den Reißverschluss kürzen. Ganz wichtig, kürze den erst, wenn du darüber genäht hast, damit er sich nicht von hinten auflöst. Die offenen Kanten habe ich jetzt ringsherum nochmal mit einem Zickzackstich versäubert. Das sieht zum einen ordentlicher aus und der Stoff kann dadurch nicht ausfransen. Wende die Tasche jetzt durch den offenen Reißverschluss und hier zeige ich dir einen kleinen Trick, wie das gut geht, damit die Ecken auch schön spitz werden und nicht so wulstig. Entweder kannst du die Ecken auch ein bisschen kürzen oder du schlägst sie so nach links und rechts um und wendest sie dann über deinen Finger nach rechts. Jetzt kannst du das Täschchen einmal richtig gut abbügeln, damit alles schön flach anliegt.
Du wirst jetzt vielleicht feststellen, dass der Reißverschluss links und rechts noch so ein bisschen absteht. Der nächste Schritt ist jetzt Geschmackssache. Ich finde das ganz schön, wenn man hier die Seiten nochmal ganz, ganz knappkantig abnäht, damit der Reißverschluss nicht so absteht und das Täschchen schön flach ist. Deshalb gehe ich jetzt hier nochmal mit einem Geradstich knappkantig drüber, aber nur bis zum Reißverschluss, nicht über den Reißverschluss drüber. Und so sieht das Endergebnis aus. Ich hoffe, es gefällt dir. Falls ja, dann like gerne das Video oder lass einen Kommentar da. Wir sehen uns zu einem neuen Video. Bis bald.